Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Das hat schon vor 2000 Jahren Pontius Pilatus, Jesus von Nazareth, gefragt. Das Johannesevangelium gibt uns die passende Antwort auf diese Frage, und zwar aus dem Mund Jesu selbst. Jesus sagte: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Genau diese Wahrheit ist es, wohin wir als Gesellschaft zurückfinden müssen. Der christliche Glaube ist das, was unser Land, Deutschland, einst groß gemacht hat. Insbesondere die Reformation vor rund 500 Jahren hat dazu geführt, dass aus unmündigen Bürgern, die blind der Obrigkeit und der Kirche nachlaufen mussten, mündige Bürger wurden. Laut dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, sind alle Kinder Gottes Priester. Und somit war es Luthers Auffassung, dass alle Kinder Gottes lesen und schreiben können müssten, da man Gott nur wirklich dann kennen könne, wenn man sein Wort studiert. Wegen seiner Schriften und seiner Übersetzung der Bibel in die deutsche Sprache musste er sich lange Zeit versteckt halten, um nicht von den Menschen ermordet zu werden, die um ihren Einfluss fürchteten. Luther war nicht der Einzige, der die Auffassung vertrat, dass das gemeine Volk mündig werden muss. William Tyndale aus England, ein Zeitgenosse Martin Luthers, soll zu einem Priester folgenden Satz gesagt haben: Wenn Gott mein Leben noch einige Jahre verschont, werde ich dafür sorgen, dass ein Junge, der den Flug lenkt, mehr über die Heilige Schrift weiß als Sie. Für seine Übersetzung des Neuen Testaments in die englische Sprache wurde er auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die Auswirkungen von den Übersetzungen der Bibel und den missionarischen Anstrengungen des Christentums können nicht überbetont werden. Die protestantische Bewegung wurde zu der treibenden Kraft in der Welt, durch die Menschen lesen und schreiben lernten, was unter anderem auch die wissenschaftliche Revolution zur Folge hatte. Menschen wurden von unmündigen Bürgern zu mündigen Bürgern, die ihren gottgegebenen Verstand benutzen konnten. Kurze Notiz am Rande, die aber unmittelbar mit dem Migrationsthema zu tun hat. Der Islam steht genau für das Gegenteil. Während der Koran ebenfalls in viele Sprachen übersetzt wurde, werden Sie in Gesprächen mit Muslimen immer wieder diesen einen Satz hören. Das ist nur eine Übersetzung. Du kannst Allahs Wort nur dann wirklich verstehen, wenn du es auf Arabisch liest. Da selbst innerhalb der islamischen Welt nur ein geringer Anteil von Muslimen Arabisch lesen und schreiben kann, haben wir immer noch das Problem des Gatekeepers, des in Anführungsstrichen Mannes Gottes, der einzig und allein Gottes Wesen und Willen der breiten Masse zugänglich machen kann. Mit Jesus Christus kam nicht nur die Wahrheit in die Welt, sondern, wie das schon durch Jesaja prophezeit wurde, auch das Licht. Nicht nur im Sinne von mentaler Erleuchtung, also Lesen, Schreiben, wissenschaftlicher Fortschritt etc., sondern mit Jesus kam vor allem Licht in Form von Hoffnung in die Welt. Hoffnung, da der Schöpfer des Universums offenbar so unvorstellbar barmherzig ist, dass er als Mensch in seine eigene Schöpfung eintritt, um durch sein eigenes Opfer am Kreuz eine Versöhnung zwischen sündigen Menschen und einem heiligen Gott möglich zu machen. Wir in Deutschland und allgemein wir im Westen müssen dringend zurückfinden zu diesem Licht, zu dieser Hoffnung und zu dieser Wahrheit. Und wir müssen auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Wenn wir dazu nicht bereit sind, sollten wir uns nicht wundern und beklagen, wenn mit der zunehmenden Immigration, besonders aus islamischen Ländern, die Dunkelheit Einzug hält in unser Land. Wie kann also dieser Kampf, den wir hoffentlich nicht mit weltlichen, sondern mit geistlichen Waffen kämpfen, ganz praktisch aussehen? Ein paar Gedanken dazu. Im Frühjahr 2023 habe ich mit meiner Frau Urlaub in Südengland gemacht. Anschluss dafür war, dass ich an einem Sonntagnachmittag Speakers Corner in London besuchen wollte. Wenn Speakers Corners Ihnen kein Begriff sein sollte: Speakers Corners hat sich in den letzten Jahren von einem Ort des freien Meinungsaustausches zu einem regelrechten Schlachtfeld entwickelt, auf dem der Islam aggressiv in die Bevölkerung hinein und das Christentum aus der Gesellschaft herausgetrieben werden soll. Meist nur mit Hilfe von Diskussionen, die von muslimischer Seite häufig auf manipulative Art und Weise geführt werden, aber auch gerne mal nach dem Vorbild von Mohammed mit Gewalt.
gegenüber Männern und Frauen bis hin aufs Blut. Mein Ziel war es, mich dort in Speakers Corner von Gott gebrauchen zu lassen. Auf welche friedliche Art und Weise auch immer. Ob durch das Teilen des Evangeliums mit Muslimen, ob durch das Unterstützen der Christen, die dort Woche für Woche für die Wahrheit kämpfen und ihr Leben aufs Spiel setzen, ob einfach nur durch das Beten vor Ort. Gott kann jeden Menschen auf viele verschiedene Arten und Weisen gebrauchen, wenn man sich ihm zur Verfügung stellt. Und während meines Aufenthalts in London fügte sich dann nach und nach folgendes Bild in meinem Kopf zusammen. Vermutlich auch inspiriert durch Besuche des Battle of Britain Memorials und des Royal Air Force Museums. Eine britische Spitfire und eine deutsche Messerschmitt Bf 109, also die Maschine, die mein Großonkel im Zweiten Weltkrieg vermutlich hätte fliegen sollen, im Formationsflug mit übermalten Markierungen und dem Wort Truth, also das englische Wort für Wahrheit, als Ersatz. Basierend auf dieser einfachen Skizze hat dann mein Freund und Bruder im Herrn Hassan aus Indonesien professionellere Zeichnungen erstellt. Und anhand dieser Zeichnungen ist dann dieses kurze Video entstanden. Ein Video alter Jagdflugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg. Von britischer, deutscher, amerikanischer, russischer und japanischer Seite im Formationsflug vor der Küste Englands. Für mich ist dieser Formationsflug ein hoffnungsvolles Sinnbild. Ein hoffnungsvolles Sinnbild dafür, dass wir als Menschheit vielleicht doch irgendwann die Fähigkeit besitzen werden, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Dass wir als Menschheit vielleicht doch irgendwann die Fähigkeit besitzen werden, gemeinsam für die Wahrheit zu kämpfen, unabhängig von Nationalität und ethnischer Herkunft. Und dass wir als Menschheit vielleicht doch irgendwann die Fähigkeit besitzen werden, unsere Ignoranz endlich abzulegen. Und dieses Ablegen der Ignoranz wird ganz sicher nicht von oben herab, also von unserer politischen Führung, initiiert werden. Menschen mit Geld und Einfluss wollen typischerweise keine eigenständig denkenden Bürger, sondern folgsame Untergebene, die einfach nur tun, was sie sagen. Diesbezüglich gibt es eine Redensart, die mir in den Vorbereitungen zu dieser Präsentation in den Sinn gekommen ist. Sie geht ganz grob wie folgt. Wenn man eine Stadt positiv verändern möchte, dann tauscht man nicht einfach den Bürgermeister aus, sondern man fängt mit sich selbst an und den Menschen in seiner Umgebung. Und dann geht es Person für Person, Haus für Haus, Block für Block, hoffentlich so lange weiter, bis es irgendwann egal ist, wer der Bürgermeister ist. Sprüche 11,14 bestätigt diese Redensart. Wo es an weiser Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Wo aber viele Ratgeber sind, das deutsche Volk als Ganzes wären viele, wo aber viele Ratgeber sind, da geht es ihm, also dem Volk, gut. Hinter dieser Redensart steckt also sehr viel Wahrheit. Und meiner Meinung nach hatte unser Land in den letzten Jahrzehnten viel zu wenig Ratgeber aus dem gemeinen Volk. Die Corona-Pandemie vor einigen Jahren hat erschreckend deutlich gemacht, dass viele Bürger in Deutschland nicht mündig sind und sich von Politik und Medien genau dahin manipulieren lassen, wo diese uns gerne haben wollen. Ich für meinen Teil lebe nun lang genug, um aus Erfahrung sagen zu können, dass den Mainstream-Medien und den etablierten Parteien in Deutschland nicht zu trauen ist. Entsprechend werde ich natürlich auch keiner von diesen Parteien in der bevorstehenden Wahl wählen. Falls Sie jetzt aber denken, dass das Wählen einer anderen Partei, zum Beispiel der AfD, dieses Muster von gebrochenen Wahlversprechen und Enttäuschungen durchbrechen wird, ohne dass wir als Bürger endlich mündig werden und zu Ratgebern der Regierung, wie es in Sprüche 11,14 geheißen hat, dann kann ich Ihnen nur attestieren, dass Sie hoffnungslos überoptimistisch und ignorant gegenüber der Geschichte sind. Lassen Sie mich Sie ermutigen, diese Ignoranz abzulegen. Lassen Sie ab und an mal den Fernseher aus und nehmen Sie ein gutes Buch zur Hand. Leseempfehlung von meiner Seite: Das Buch der Bücher, die Bibel. Das Buch, dem Sie mehr verdanken, als Sie vermutlich auch nur erahnen können. Und zweite Leseempfehlung: Bonhoeffer.
die Biografie von Erich Metaxas. Seit der Corona-Pandemie und dem verantwortungslosen Handeln der Regierungen weltweit sage ich immer wieder, dieses Buch hat Relevanz für die Gegenwart. Als Kontrastprogramm nehmen Sie auch mal ein schlechtes Buch zur Hand, um die Guten wirklich schätzen zu können. Leseempfehlung in dieser Kategorie: der Koran und die Berichte, die Traditionen über das Leben von Mohammed. So etwas zu sagen hat nichts, aber auch gar nichts mit Hate Speech oder sogar Rassismus zu tun. Für mich gibt es nur eine einzige Rasse, die Rasse Mensch. Und wir sind alle gleich im Ebenbild Gottes geschaffen. Ideologien auf der anderen Seite sind nicht alle gleich. Und es gibt leider auch viele menschengemachte, menschenverachtende und dumme Ideologien. Es bedarf noch nicht einmal eines tiefgehenden Studiums, um zu erkennen, dass der Islam in diesen Kategorien ganz oben mit dabei ist. Auf Tuchfühlung mit anderen dummen Ideologien, wie zum Beispiel dem Nationalsozialismus. So Gott will, mehr über die Hintergründe, die mich zu diesen Überzeugungen bringen, in den nächsten Monaten auf diesem Kanal. Sie haben eine Verantwortung für Ihr Leben. Und Sie haben eine Verantwortung für die Zukunft der Menschen in Ihrer Umgebung, die Sie nicht einfach abgeben sollten. Alle paar Jahre ein paar Kreuze auf einem Wahlschein zu machen und sich in der Zwischenzeit von den Halbwahrheiten und Lügen der Mainstream-Medien verblenden zu lassen, macht aus Ihnen keinen mündigen und verantwortungsvollen Bürger. Eher das Gegenteil. Deutschland gehört nicht den Deutschen. Deutschland gehört in Zukunft auch nicht dem Islam, wie das so einige Migranten behaupten. Deutschland gehört Gott, dem Schöpfer des Universums. Wir sind hier auf Erden nur Verwalter und werden alle eines Tages Rechenschaft ablegen müssen für das, was wir hier getan haben. Ich hoffe, dass Sie das wissen. Und ich hoffe, dass wir das in diesem noch Zeitalter der Ignoranz nicht vergessen. Ihnen alles erdenklich Gute, Gottes Segen und viel Weisheit für die bevorstehende Wahl.